Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Ja, ich befinde mich unter den besten Spielern der Welt. Zumindest sagt es so eine Liste, die der gute Dein Nachbar vor ein paar Tagen in der SF-Taverne gepostet hat. Ja, der ein oder andere kennt ihn bestimmt von euch. Hier ziemlich oft in der IHOF vertreten, einer der stärksten Krieger weltweit. Auf S11 ist er zu Hause zusammen mit dem Ignil, den Chris, der auch auf S11 spielt. Und ja, er hatte hier gegen Nachteule gerade gekämpft, der, ja, wie wir wissen, momentan am weitesten ist in den, im letzten Dungeon, aber darum soll es heute gar nicht gehen. Und zwar hatte dein Nachbar eine Liste erstellt über die stärksten Spieler der Welt, beziehungsweise wie, oder besser gesagt, wer sind die Spieler, die am meisten Base-Stats dieses Jahr bisher gegaint haben. Also wer hat am meisten Basis-Stat-Punkte dieses Jahr verdient? Und da befinde ich mich tatsächlich unter den Top-Spielern mit meinem Main-Account hier. Und das ist eine Sache, wo ich gesehen habe, da bin ich sehr stolz drauf. Das möchte ich euch natürlich auch zeigen. Wir haben da ja auch lange drauf hingearbeitet. Ich bin auch immer sehr, sehr fleißig, was alle meine Erledigungen abgeht. Ich lasse eigentlich so gut wie nie die Goldgrube volllaufen. Das ist schon mal, ja, einer der ersten Sachen, die dazu beitragen, dass man natürlich ja, so gut es geht, ja, seine Basis-Stat-Punkte pusht. Ich versuche jeden Tag mein ja, Gold-Cap zu erreichen, was halt eben auch das Beutegold anbelangt. Das sind halt 100 Millionen pro Tag. Das versuche ich so gut es geht, es klappt nicht immer, aber so gut es geht eben ja, zu erreichen. Das ist die eine Sache und ich spiele halt auch komplett auf Gold. Ne? Klar, zum ein oder anderen Legendary Dungeon wird natürlich der ein oder andere Run auch mehr investiert als vielleicht früher, bevor ich noch nicht gesponsert worden bin, bevor die Thematik wieder aufgemacht wird. Der befindet sich nur so weit oben, weil er gesponsert ist. Okay, Entschuldigung. Ja, also ich kann euch sagen, so wie es ist, ne, dieses Gesponsert-Thema, das hat hier mit rein gar nichts zu tun. Es hilft natürlich, klar, das will ich gar nicht abstreiten. Und ich glaube auch nicht, dass ich so sehr viel in diesen Account investieren würde, wenn ich nicht gesponsert wäre, aus eigener Tasche. Trotzdem habe ich, bevor ich gesponsert worden bin, auch sehr viel selbst aus eigener Tasche in diesen Account gesteckt. Hier ist ein 4-stelliger Geldbetrag bereits geflossen in den Account und das wäre auch noch weiterhin auf jeden Fall so gegangen, auch ohne das Sponsoring. Nur, dass mir das jetzt halt eben das abnimmt, aber dafür, ja, mache ich ja auch jeden Tag Werbung, sage ich mal, für das Spiel, also ganz umsonst, beziehungsweise in den Allerwertesten werden mir die ja auch nicht gesteckt, ja. Aber ich will mich gar nicht zu viel rechtfertigen, ich weiß auf jeden Fall, dass 99% von euch da draußen das ähnlich sieht, beziehungsweise kein Auge werft auf das Sponsoring und mir gönnt und der Rest, ja, der kann sich halt eben, ne, dahin verziehen, wo die Sonne nicht mehr hinscheint. Ne? Und ich zeige euch jetzt mal die Liste, und zwar so sieht das Ganze aus. Und zwar sind das die Leute, die Top-Leute gelistet bzw. sortiert nach Basis-Stat-Punkten, die bisher dieses Jahr gegaint worden sind. Ihr seht hier oben, die Liste wurde, beziehungsweise das Tracking wurde hier angefangen vom 3.1.2023 und ist jetzt geendet am 10.9. 2023, das ist jetzt Stand jetzt, wo ich das Video aufnehme, am 13.09. um 5.26 Uhr. Ja, mein Biorhythmus ist ein bisschen durcheinander, aber das sollte ja mittlerweile auch bekannt sein. Ne? Ja, so sieht das Ganze aus. Und zwar sehen wir hier erstmal ganz angefangen die Server, auf denen die Leute spielen, die Leute, die das erreicht haben, welche Klassen sie haben, halt das Mount, das Level, XP, was sie, ja, gainen, beziehungsweise, ja, ich weiß gar nicht, wonach sich das genau richtet. Ist aber auch nicht so wichtig. Die Level-Differenz, was sie bisher oder seit daher geschafft haben. Und jetzt kommt halt das, worauf es eigentlich am Ende des Tages ankommt, die Stat-Punkte. Und zwar stehen hier die Basis-Stat-Punkte insgesamt summiert, Haupt- und Nebenattribut. Und dann steht hier halt eben, wie viel
im Hauptattribut dazu gewonnen worden ist und im Nebenattribut, wie viel dazu gewonnen worden ist. Und das ergibt dann halt den Gesamtwert der Basisdifferenz, beziehungsweise halt eben das, was am Ende an Basis-Stat-Punkten plus gemacht worden ist in diesem Jahr bisher. Ja, dann haben wir hier noch die Total Stats, da ist halt noch Steine, Equipment, Verbesserungen etc. drin. Interessiert uns jetzt nicht ganz so doll. Genauso wie die Festungssachen hier. Wir gucken auf die Basiswerte und da sehen wir schon, dass hier der 3-Arc ziemlich weit nach vorne geschossen ist und das war halt eben der Grund gewesen, warum das Beutegold auf 100 Millionen gekappt worden ist. Aus dem einzigen Grund, weil der 3-Arc sich das System ein bisschen ausgenutzt hatte und da auch im Raume steht, dass da eventuelles Multi-Accounting geherrscht haben soll, weil dort noch 2 weitere Accounts in den Top-Rängen dort waren, die in der Zeit fast gar keine Stat-Punkte gegaint haben. Kann natürlich auch sein, deswegen ist Spekulation, kann natürlich auch sein, dass sie Gold gehortet haben für eine ganz lange Zeit, aber die haben 2 weitere Accounts haben sehr lange Zeit keine Basis-Stat-Punkte dazu gewonnen. Das wird hier alles mit SF, kann das heutzutage getrackt werden. Und das war ziemlich sass. Ja? Und da stand dann im Raum eventuelles Multi-Accounting, beziehungsweise haben die 3-Arc denn geholfen bei seinem Vorhaben. Dort konnte man sich aber nicht vorstellen, dass die halt eben auf eigene Basis-Stat-Punkte verzichten sollten. Deswegen war das Ganze ziemlich mysteriös und komplex. Ja? Und das hat halt eben zu diesem Problem geführt, dass hier der 3-Arc Unmengen an Basis-Stat-Punkten letztes Jahr und auch dieses Jahr schon gut gemacht hat ziemlich aufgeholt in den Basis-Stat-Punkten overall und ist jetzt einer der stärksten, wenn es um die Basis-Stat-Punkte als Insgesamtsumme geht. Ne? Ihr seht hier 76.000, da kommt kaum einer ran. Hier haben wir Saif, den guten Matze hier, der auch noch ähnlich hoch ist und hier auf Platz 12, oh Gott, hier kommen wir jetzt mal zu mir, wir sind hier auf Platz 12 und da bin ich sehr stolz drauf, auf diese Leistung, dass wir das geschafft haben, uns hier so knapp vor den Top 10 zu platzieren. Ich weiß nicht, wo haben wir hier den Strider noch irgendwo? Ach nee, ich glaube, der wurde nicht aufgeführt wegen dem Server-Merge, weil der jetzt auf Fusion One spielt. Ist das, glaube ich, nicht ganz getrackt. Ansonsten wäre er hier auch safe auf jeden Fall auch noch mit drauf. Also gequittet hat er ja auf jeden Fall nicht. Aber wenn wir uns das Ganze mal hier anschauen, 3-Arc ist noch ziemlich hart am Pushen. Dann haben wir hier den Bauer auf Platz 2, der auch dieses Jahr ziemlich abgerissen hat, was Basispunkte angeht. Also auch, würde ich sagen, knapp über dem Durchschnitt. Dann würde ich so einschätzen von Platz 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Das sind so Leute, die haben mal mehr, mal weniger irgendwo rein investiert. Aber wenn wir jetzt hier so weiterschauen, auch in die unteren Ränge der Leute, die getrackt worden sind, wir haben hier alles, sag ich mal, in der Spanne von 2, 3, 4.000 Basispunkten, die jetzt über das Jahr bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger gegaint worden sind. Und das kann immer mit eventuellen Versäumnissen hier zu tun haben, oder da hat mal wer ein bisschen mehr gegaint oder so, oder hatte mal da und hier ein bisschen mehr Glück zum Gold-Event oder was weiß ich, Questauswahl. Da spielen ja viele Faktoren eine Rolle. Und oder war halt eben fleißiger gewesen, was halt eben auch das Beutegold anging. Aber ich würde overall sagen, so alles, was halt unter 3-Arc ist, ist im Rahmen, sag ich mal, von Leuten, die bisher wirklich fast optimal gespielt haben und halt eben auch das Beste vom Besten rausholen konnten. Ja, und da bin ich halt einer derjenigen, die hier auch mit dazu gehören, die halt eben auch sehr viel Offscreen machen. Also klar, ich zeige euch ja immer so meine 10 Minuten am Tag, wo ich hier immer so ein bisschen Alu durchklicke, aber ihr kriegt halt eben auch nicht mit,
wie sehr ich halt eben auch offscreen grinde, sag ich mal. Ne? Ich versuche jede mögliche Minute halt eben zu nutzen. Ne? Also es ist halt auf jeden Fall ein ja, Must-Have, sag ich mal, dass man solche Sachen wie die Goldgrube nicht volllaufen lässt. Das ist auf jeden Fall eine Sache. Dann triggert mich das schon wieder, dass zum Beispiel ich hier nebenbei die Alu nicht mache. Das ist so eine Sache, okay, mache ich jetzt extra fürs Video, gehe ich da jetzt nicht so doll drauf ein, aber das sind halt eben wertvolle Minuten bzw. Stunden, die ich halt auch nicht in der Stadtwache zum Beispiel nehmen kann, damit halt hier auch eben das Optimale an Gold rausgeholt werden kann. Und ja, das sind halt alles eben so Sachen, die vorn und hinten passen müssen, damit man halt eben auch einen optimalen Playstyle hinbekommt. Seitdem ich Stufe 632 erreicht habe, ja, bin ich ja dazu prädestiniert quasi, das Optimum aus meinem Account auch rausholen zu können. Davor geht es halt nicht, davor hat man noch nicht das Maximum an Goldcap überall erreicht, ne? Zum Beispiel die Goldgrubenproduktion. Produktionsgeschwindigkeit ist noch nicht ganz so erreicht ab der Stufe, beziehungsweise ab der Stufe ist sie dann halt erreicht, ab 632. Genauso mit den Pots, dass wenn man die halt eben auch zur Hexe bringt, dass ja, wenn man die hier so reintut, dass die halt eben auch, wenn man die verkauft, 10 Millionen bringen pro Pot. Das sind alles Sachen, die habe ich ja auch seitdem her erreicht. Ne? Dann halt eben auch noch ein weiterer Punkt, wenn ich das gerade hier sehe, ist halt eben der Inventarplatz, dass der halt so gut wie möglich auch genutzt wird und so wenig wie möglich Platz verschwendet wird. Das trägt auch zum optimalen Playstyle halt mit bei und das sind alles so eine Kleinigkeiten, die summieren sich dann am Ende des Tages. Und ja, dann kommt eben so ein Ergebnis zustande, dass wir jetzt seit Anfang des Jahres insgesamt 65.370 Basis-Stat-Punkte, ne, das ist der wichtige Wert, gegaint haben und das ist halt eben eine Summe, auf die ich sehr stolz bin. Wie ihr sehen könnt, habe ich davon 52.619 in Ausdauer gepumpt und den Rest hatte ich damals noch in Intelligenz gepusht, weil ich damals eben auch die 350k erreichen wollte bei Intelligenz und jetzt sind wir ja momentan gerade dabei, die 300k auf Ausdauer zu pushen. Danach geht es für mich dann wieder in Intelligenz weiter. Die pushen wir dann auf 400k Total Stats hoch. Dabei ja, sind wir dann wahrscheinlich knapp vor den 200.000 Basis-Stat-Punkten auf Intelligenz. Werden wir mal sehen, wie das Ganze läuft. Und ja, das ist so bisher das Verfahren, beziehungsweise halt die Liste der Top-Spieler bisher dieses Jahr. Und das wollte ich euch auf jeden Fall mal zeigen. Herzlichen Glückwunsch an jeden Einzelnen, der hier auch in der Liste hier gerade zu sehen ist. Respekt an euch, dass ihr auch so hart durchgezogen habt. Ich weiß auf jeden Fall, was das heißt. Oh, es gewittert ein bisschen draußen. Was das heißt, ja, so viel auch in seinen Account zu stecken. Das ist auf jeden Fall auch nicht ohne. Und ich bin gespannt, wie die Liste dann am Ende des Jahres aussehen wird. Ne, ich versuche natürlich weiterhin mein Bestes zu geben. Klar, schafft man es hier und da nicht immer. Ne? Deswegen sind wir halt auch eben auf Platz 12. Andere haben halt eben auch mehr gegrindet, aber Platz 12 ist schon sehr stark auf jeden Fall. Ne? Ja, Leute, ich hoffe, das hat euch gefallen. Ein kleiner Einblick in meinen Account bzw. hinter die Kulissen, wie ich so bisher gespielt habe dieses Jahr. Fand ich sehr interessant, mal so zu sehen. Und ja, wir haben ja viel in der Vergangenheit dafür getan, unseren Account so gut wie möglich zu optimieren. Dazu hatten wir uns zum Beispiel auch für verschiedene Videoprojekte Strider ins Boot geholt, der uns auch hilfreiche Tipps und Tricks gegeben hat, um unseren Account noch besser zu machen und noch mehr rauszuholen. Ne? Ab Stufe 700 wird bei mir der Account dann bis ins letzte Detail komplett optimiert und gemaxt sein. Das heißt, ich werde meine kompletten Ressourcen dann auch dazu benutzen, um halt alles auf Stufe 20 zu ziehen und werde halt auf Stufe 700 mich komplett einmal neu equippen. Wenn man sich jetzt nämlich zum Beispiel so eine Waffe hier anschaut, plus 230, ja, dann sieht man hier schon, ist da einiges mehr rauszuholen und ab Stufe 700 kann ich euch sagen, geht es auf jeden Fall rund und da wird, denke ich mal, ja, ein richtig schöner, fetter Damage Spike nach oben, ja,
wird mich dann nach oben katapultieren. Ne? Okay, Leute, falls ihr die Reise nicht verpassen wollt, wie ich weiter meinen Account optimiere und versuche immer das Beste hier rauszuholen, dann lasst auf jeden Fall sehr gerne ein kostenloses Abo da. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen und dann verpasst ihr auch nichts in Zukunft, ne? Sei es auch weitere News oder Giveaways oder eventuelle Codes, die noch auf euch zukommen. Das war es aber erstmal soweit von mir. Ich verabschiede mich, wünsche euch noch einen super schönen Tag, haut rein und bis zum nächsten Mal.